Mitten im Wald der Eifel steht eine verlassene Villa. Oder besser gesagt, das, was davon übrig geblieben ist. Die Wände sind von großen Löchern durchzogen, Decken sind eingebrochen und auch das Dach ist teilweise eingestürzt. Wer sich hier hineinwagt, setzt sich einer echten Gefahr aus. Doch was macht diese Villa hier im Nirgendwo so besonders? Unter dem Namen Camp Konrad oder Adenauer Villa bekannt, soll dieser Ort eine Verbindung zum ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland haben. Aber warum zerfällt dieses Gebäude schon seit Jahrzehnten? Heute wollen wir das Geheimnis um die verlassenen Mauern und die Geschichte hinter diesem mysteriösen Bauprojekt aufdecken. So, wir sind angekommen in der wunderschönen Eifel und man sieht, die Kühe stehen noch auf den Feldern. Ja, der Herbst ist mittlerweile eingekehrt, hat gerade auf dem Hinweg ziemlich doll geregnet. Hier ist zum Glück jetzt gerade trocken. Wir haben heute die Fahrräder mitgenommen, denn wir werden uns die Villa mit den Fahrrädern angucken. Das ist nämlich noch ein ganzes Stück zu Fuß von dem Parkplatz zu laufen eigentlich. Und da dachten wir uns, bei der schönen Naturkulisse, da fahren wir doch einfach mal mit dem Fahrrad hin. Ja, zwischendurch habe ich schon gedacht, das ist eine schlechte Idee gewesen. Bei dem Wetter, das wir gerade hatten. Ja. Naja. Jetzt ist die Sonne fast am Schein. Vielleicht kommt es gleich noch raus. Also mal Fahrräder runterholen und dann geht's los. Und noch einen Schluck trinken. Ja, hier ist eine Quelle, ne? Sehr schön. Ja, das sieht eher irgendwie gruselig aus, keine Ahnung. Aber es soll sehr eisenhaltig sein. Bioverfügbares Eisen. Ja, probieren wir. Das ist Mineralwasser. Das gibt's doch gar nicht. Hä? Oh, das schmeckt sehr, sehr eisenhaltig. Ja, oh. Voll die Überraschung, ne? Und sehr eisenhaltig, ne? Sehr, sehr eisenhaltig. Ja. Also das kann man trinken. Hätten wir jetzt nichts zu trinken, wir hätten Durst, könnte man es trinken, aber das ist mir echt ein Tick zu eisenhaltig. Übrigens werden wir gleich noch, wenn wir angekommen sind, noch ein bisschen was zu essen machen. Hast du schon Hunger? Ja. Lange Autofahrt. Ja, das stimmt. So, der Rucksack ist gepackt, Fahrräder sind bereit und jetzt würde ich sagen, auf. Oh, was ist denn da alles drin? Naja, wir wollen gleich noch was zu essen machen halt, ne? Ja, hoffentlich ist doch alles auf, damit ich das nicht wieder mal runtertragen muss. Also. Nämlich erstmal bergauf, so wie ich das sehe, richtig? Das stimmt. Oh Gott, das Heute mal ohne E-Bikes, also. Müssen wir mal ein bisschen in die Pedalen treten. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Hier ist voll der steile Aufgang. Camp Konrad befindet sich nun mal oben auf so einem Plateau. Dementsprechend geht es für uns halt noch ein paar Höhenmeter nach oben. Ne? Naja, und das Positive ist ja, da es jetzt so steil nach oben geht, geht es nachher dann steil runter. Ne? Das ist dann halt der Vorteil. Ich glaube, man kann ganz gut sehen, wie hoch wir mittlerweile sind. Und jetzt nimmt der Weg hier eine Abgabelung. Und hier geht's zum Anwesen, wo wir hinwollen. Und man sieht, wie zugewachsen hier die Straße ist. Hier im Vergleich, der Weg hier. Der Weg wird hier nur für Land- und Forstwirtschaft genutzt. Also hier hätten wir mit dem Auto nicht langfahren dürfen. Und hier der Weg zum Anwesen. Und man sieht noch hier, ja, Google Maps, 200 Meter habe ich das Ziel erreicht. Super. Hier sieht man auf jeden Fall ein paar Steine, die hier verlegt wurden. Aber mittlerweile auch komplett mit Rasen eingewachsen und mit einer Laubschicht aktuell bedeckt. Da geht's weiter. So, wenn ihr euch jetzt fragt, wie sollte denn der Altkanzler hier jeden Morgen zur Arbeit kommen, bei dem schwierigen Weg, auch vor
70 Jahren. Das sollte jetzt hier kein permanenter Wohnsitz des Altkanzlers sein. Das kann ich euch schon mal vorweg erzählen. So Leute, wir sind angekommen und wir teilen uns das mal auf. Ich werde jetzt mit euch mal hier rumgehen und euch das Ganze zeigen, während Anja die Fahrräder bewacht. Denn ja, hier rennen irgendwie auch andere Leute logischerweise rum, gehen hier spazieren und da haben wir überhaupt nicht mehr im Blick, ja, was unsere Fahrräder machen. Und bevor die nachher weg sind, bleibt Anja besser bei den Fahrrädern. So, ich stehe jetzt hier direkt vor dem Gebäude und man sieht, dass es eigentlich nur das Erdgeschoss war. Dort drüben ist noch ein weiteres Stockwerk gebaut. Angeblich soll es ja hier einen Atomschutzbunker geben unter dieser Villa. Da bin ich mal gespannt, ob wir da irgendwelche Indizien noch finden. Und hier auf dem Dach, laut Planung, war ein Hubschrauberlandeplatz geplant. Wenn ich mir jetzt mal so die Größe ansehe von dem Ganzen, könnte man das wirklich annehmen, ne? Dass hier unter Umständen in der Theorie ein Helikopter hätte landen können. Ne? Dieser Bereich wird das wahrscheinlich gewesen sein. Ich vermute mal, vor 70 Jahren waren hier auch nicht so viele Bäume. Ich bin zwar keine Helikopterpilotin, aber ich würde mal vermuten, dass es eigentlich reichen müsste vor den Ausmaßen, um halt hier einen Hubschrauber zu landen. Oder was meint ihr? Die Natur hat sich hier wirklich alles komplett zurückgeholt. Ne? Der Bauzaun, den das ganze Grundstück hier umgibt, der ist schon eins mit der Natur. Keine Ahnung, wie viele Jahre der hier wohl schon steht. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal rum und schauen uns das Ganze mal an. Ne? Hier ist auf jeden Fall überall auch ein Trampelweg, wie man sieht. Boah. Da oben auf dem Dach Dämmung aus Alufolie, sage ich jetzt mal so als Laie. Das ist wahrscheinlich diese Isolierung, ne? Die mittlerweile zu sehen ist. Aber ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer weiß, was das ist. Ich kenne mich da jetzt nicht gerade so mit aus. Also der Bauzaun ist jetzt nicht gerade das große Hindernis, wenn man aufs Grundstück gehen möchte. Hier sieht man es sehr gut. Hier hat jemand den Bauzaun nach oben gehoben und hier ist auch ein deutlicher Trampelpfad zu sehen. Hier waren vermutlich mal die Garagen, beziehungsweise hier wären die Garagen hingekommen. Sieht aus wie eine Doppelgarage, dass da 2 Fahrzeuge hätten parken können. Ja, 2 Fahrzeuge, ne? Sollte schon ausreichen, aber ich denke, hier vorne wäre ja auch noch genug Platz gewesen, um weitere Fahrzeuge zu parken. So, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir am besten da hinkommen, weil hier ist nämlich sehr zugewachsen. Aber ich glaube, da vorne durch den Wald müssten wir eigentlich zum anderen Teil vom Gebäude kommen. So, ich glaube, hier kommen wir besser zur Villa. Oh, Gottes Willen, es ist ja zugewachsen, aber auch hier sieht man, dass es hier gut besucht wird vom Trampelpfad. Boah, und schaut euch mal an, wie das aussieht, ne? Also die Fensterrahmen sind natürlich auch original noch. Schöne Holzrahmen. Von den Fensterscheiben ist gar nichts mehr zu sehen, wie man sieht. Und hier direkt vor mir, das sieht doch aus wie ein Brunnen, oder? Doch, oder? Ist doch ein Brunnen. Das hatte ich mich auch schon gefragt gehabt, wie das eigentlich hier mit der Wasser- und Stromversorgung ausgesehen hätte. Denn auf dem Weg hierhin, ich habe hier nirgendwo irgendwelche Stromleitungen gesehen, die in diese Richtung gehen. Also Brunnen, Wasser, okay, check, das haben wir schon mal geklärt. Und Strom, naja, vielleicht wäre es noch gekommen. Oder vielleicht hätten die hier alles mit einem Generator betrieben, ich weiß es nicht. Wir haben schon so viele verlassene Orte gesehen und verlassene Häuser. Aber das, das hat echt einen richtig krassen Charme, ne? Wenn man einfach mal überlegt, seit wie vielen Jahrzehnten das jetzt hier schon verlassen ist. Ne? Wahnsinn. Boah, was für ein Weg. Was für ein Weg. Ist auch ein bisschen gefährlich. Hier sind teilweise Steine. Überall dann halt die Blätter. Und es ist feucht, was die ganze Sache natürlich ein bisschen schwierig macht zu laufen. So, jetzt sehe ich gerade, ist der Bauzaun an der Stelle einfach mal weg. Schaut mal hier, Leute. Hier ist er einfach weg. Komplett weg. Und ab hier kann man dann auf jeden Fall noch näher an die Villa ran. Boah, und ich finde, das sieht aus wie so ein Gruselhaus, oder? Mitten im Wald. Wenn man einfach mal überlegt, wie lange wir jetzt hierhin gefahren sind, das ist so weit von der Zivilisation entfernt, diese Villa.
absolut Wahnsinn, ne? So Leute, während Sabrina noch so ein paar Detailaufnahmen macht, habe ich es mir schon mal ein bisschen gemütlich gemacht auf so einem Baumstamm, der hier liegt, und werde jetzt schon mal so ein paar Sachen fürs Kochen vorbereiten. Das hatte Sabrina ja ganz am Anfang schon mal erwähnt. Und wir haben heute wieder diesen Rucksack dabei. Der ist wirklich super, super schwer. Ich weiß nicht, was wir alles eingepackt haben, aber es ist wirklich sehr viel offenbar. Und ja, den Rucksack haben wir von ASMC und damit sind wir auch bei dem Sponsor des heutigen Videos, ASMC. Ich denke einfach mal, dass die meisten von euch ASMC auch kennen werden und wissen, dass ASMC für Adventure, Security, Military und Camping steht und ihr somit auch wirklich alles dort bekommt, von A bis Z. Und das Geile ist einfach, ihr könnt 5% auf euren ganzen Warenkorb sparen, nämlich mit dem Code LPDiscovery. Also ich werde es auf jeden Fall nochmal in die Videobeschreibung einfügen. Da könnt ihr gerne nochmal nachgucken. Und ja, ich würde sagen, jetzt warten wir auf Sabrina und dann geht's los. Lecker Schmecker ans Essen kochen. Das Problem hier ist nämlich, dass wir uns wieder in einem Naturschutzgebiet befinden und wir wieder kein Feuer machen dürfen. Also auch schon so wie letztes Mal werden wir uns mit diesem Heating Bag und Wasser eine Mahlzeit erhitzen. Und diesmal haben wir auch wirklich alles dabei. Also wir können es komplett durchziehen. Es kann eigentlich nichts schief gehen. Und ja, ich bin echt gespannt, wie es schmecken wird und ob es auch wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Hier sieht man ganz gut, dass es noch ein Kellergeschoss gab. Hier ist das Erdgeschoss und hier nochmal das Obergeschoss. Und von dort hatte man definitiv einen wunderschönen Ausblick in das Tal hier. Ich würde einfach mal vermuten, dass ein Großteil dieser Bäume damals noch gar nicht da waren oder halt viel, viel kleiner. Und da hatte man wahrscheinlich einen richtig schönen Ausblick ins grüne Tal. Ich glaube, hier sieht man auch ganz gut den sehr maroden Zustand von der Villa. Hier an dem Fensterrahmen und auch hier an dem Fensterrahmen. Das Ganze war ummantelt mit Beton und offenbar sind hier schon die ganzen Betonbrocken runtergekommen. Die Natur holt sich einfach hier wirklich komplett alles zurück, ne? So, ich würde einfach mal vorschlagen, wir folgen mal den Trampelweg. Ich würde einfach mal vermuten, dass ich gerade über Bauschutt laufe. Hier ist nämlich eine richtige Erhöhung und man sieht hier überall Steine, die hier liegen. Das sieht für mich aus, als wenn das alles so hier runtergefallen wäre im Laufe der Jahrzehnte. Drin ist natürlich jetzt gerade sehr dunkel, aber ich kann euch eins verraten, falls ihr es nicht sehen solltet. Man sieht richtig, wie innen drin auch Teile von der Mauer runtergekommen sind und eingestürzt sind. Das liegt da alles auch am Boden. Ist alles wirklich sehr, sehr einsturzgefährdet hier, Leute. Richtig, richtig heftig. Hier wird wahrscheinlich dann das Wohnzimmer vermutlich gewesen sein. Vielleicht da drüben die Küche. Bei den Kellerräumen bin ich mir übrigens gerade nicht so sicher, ob die nicht vielleicht auch mal ursprünglich so als Wohnräume geplant waren. Aufgrund der Fenster. Das sind nämlich die gleichen Fenster, die auch eigentlich überall hier am Gebäude verbaut worden sind. Also keine typischen Kellerfenster, wie man sie eigentlich kennt. Könnte also gut möglich sein, dass die Kellerräume hier unten auch als Wohnräume genutzt werden sollten. So, folgen wir mal den Trampelweg. Und der würde jetzt hier ins Gebäude führen. Hier sieht man auch, hier hat sich jemand was hingelegt, um hier runter zu gehen. Ja, hier geht's in den Keller. Aber Leute, da werde ich auf jeden Fall nicht reingehen. Ja, jetzt werdet ihr sicherlich gerade blöd gucken. Hey, Sabrina geht in keinen Lost Place rein. Ne. Also hier steht es auch betreten, verboten. Und da werde ich mich auf jeden Fall auch dran halten. Weil das hier ist wirklich lebensgefährlich, Leute. Und da möchte ich auf jeden Fall keinen Fuß reinsetzen. Weil für mich als Laie sieht das wirklich schon so aus. Ein kräftiger Windzug und das ganze Kartenhaus fällt hier zusammen. Und da möchte ich nicht drin sein. Schaut euch das mal jetzt hier an. Das sieht so aus wie ein Kaminzimmer. Der Kamin, jede Menge Erde mittlerweile davor. Auch schon ein Teil kaputt gegangen. Und hier wunderbar offener Raum.
Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass hier so eine Fensterfront war, dass hier schön viel Licht reinkam. Und hier noch die Säulen, die das Ganze halten. Ja, denen vertraue ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Und hier nochmal ein Blick ins Gebäude. Und da sieht man halt auch den Boden. Naja, der auch keinen guten Eindruck mehr macht. An der Stelle auch nochmal ein ganz kurzer Hinweis an euch. Die Location ist komplett öffentlich. Man weiß, wo sie ist. Es ist kein großes Geheimnis. Jeder kann hier hinfahren, jeder kann sich das angucken. Aber bitte, bitte, Leute, schaut euch das hier so an, wie ich es mir anschaue. Aber geht bitte, bitte nicht da rein. Es ist wirklich lebensgefährlich, hier reinzugehen. Das ganze Ding ist wirklich einsturzgefährdet und ja, geht das Risiko nicht ein, bis hier Rettungskräfte ankommen. Da kann es auch schon echt zu spät sein. Also bitte, bitte, haltet euch dran. Hier nur schauen, aber nicht reingehen. Ihr werdet sicherlich wissen wollen, warum heißt das Ganze hier eigentlich Camp Konrad? Was hat der erste Bundeskanzler eigentlich mit diesem Lost Place zu tun, der auch die Adenauer Villa genannt wird? All das werden wir euch jetzt mal kurz erklären. Um die Geschichte dieser verlassenen Villa zu verstehen, springen wir zurück ins Jahr 1955. Friedrich Spenrath, ein prominenter Industrieller und Vorstand der AEG, reichte damals einen Bauantrag für ein außergewöhnliches Projekt ein, das unter dem Namen LS 36/55 bekannt war. Geplant war ein luxuriöses Jagd- und Gästehaus in der Eifel mit über 600 Quadratmetern, Innen- und Außenkamin, einer überdachten Terrasse und einen angeblich bombensicheren Keller. Ein Rückzugsort für hochrangige Gäste und potenziell für Adenauer selbst. Doch Adenauer hielt sich bedeckt, was seine Kenntnis und mögliche Zustimmung zu diesem Projekt betraf. Berichten zufolge äußerte er sich nie öffentlich zur Villa und soll sie auch nie besucht haben. Die Verbindung zwischen Spenrath und Adenauer sowie die Tatsache, dass der Architekt Heribert Multhaupt, der mit Adenauers Tochter Lotte verheiratet war, die Baupläne entwarf, löste dennoch einen öffentlichen Aufschrei aus. Schnell kursierten Gerüchte, dass die Villa ein verstecktes Geschenk der Industrie an den Kanzler sei. Als die kritischen Berichterstattungen immer lauter wurden, entschieden sich die Bauherren, das Projekt abrupt zu stoppen. Laut Augenzeugen verließen die Arbeiter die Baustelle eilig. Selbst die bereits gefüllten Heizöltanks wurden zurückgelassen. 2018 brachte eine eBay-Versteigerung die Villa erneut in die Schlagzeilen, als die Erbin sie dort zu einem symbolischen Startpreis anbot. Kurz nach Beginn der Auktion wurde sie jedoch gestoppt, da die Anzeige nicht den Anforderungen für Immobilienverkäufe entsprach. Der Verkauf wurde über alternative Wege fortgesetzt und Anfang 2019 erhielt ein Unternehmer aus dem Raum Köln den Zuschlag für etwa 35.000 €. Laut Berichten soll der neue Eigentümer ein Bewunderer Adenauers sein und plante eine Restaurierung, die aufgrund strenger Naturschutzauflagen bisher nicht umgesetzt werden konnte. Und so zerfällt die Villa weiterhin. So, da ist jetzt wieder Anja. Trickst du dein Mikro? Nö, ne? Nee. Ja, habe ich mir gerade schon gedacht. Ja, Anja war ja fleißig in der Zwischenzeit. Und ich würde sagen, jetzt gibt es erstmal eine kleine Stärkung, bevor wir runterfahren. Da hast du aber ein richtig schönes Plätzchen für uns ausgesucht, ha? Ja, ich musste ja umdisponieren. Erst saßen wir da unten. Jetzt bin ich aber hier hingegangen, weil hier die Baumstämme besser sind, ne? Das stimmt. Kann man besser so ein bisschen was ablegen und sich hinsetzen. Na gut, auf dem Moosstamm vielleicht nicht unbedingt, aber da oben. Das reicht aber auch ein Beutel, oder? Ja. Also ich sag mal so, viele Taschen zu haben, hat natürlich den Vorteil, man kann viel einpacken. Hat aber auch den Nachteil, man weiß nicht mehr, wo man die einzelnen Sachen hingetan hat, ne? Oh, Nachtisch. Guck mal, lecker. Da ist es doch. So, Was gibt's heute? oh, weiß ich nicht mehr. Dein Essen, was du nicht gegessen hast letztes Mal. Und diesen Brotpudding, oder was war das? Genau, Brotpudding mit Äpfeln und Zimt. So geil. Das ist hier zum Warmmachen. Und Chicken Koroma mit Reis. Letztes Mal hatten wir ja genau diesen Beutel vergessen. Diesmal ist er mit. Heißt, diesmal werden wir es auch hoffentlich geschickt dahin bekommen, das warm zu machen. Wir können auch beide gleichzeitig reinstellen, ne? Genau, probieren wir einfach. Das, nee, das passt, müsste eigentlich passen. Weil der ist ja, es gibt auch kleinere davon.
Die ist dann für eine Portion und das ist auf jeden Fall für 2 Portionen. Ja, passt ja dann perfekt, ne? Ja. Guckt euch mal bitte an, wie das hier am Blubbern ist schon, ne? Ich weiß nicht, wie viele Sekunden das gedauert hat. 10? Du warst ja noch oben am Einschütten und da war es unten schon am Blubbern. Das ist unfassbar, wie Ja. schnell das geht, ne? Ja. Und es ist einfach so genial, ne? Man braucht kein Feuer mehr zu machen. Man kann einfach unterwegs, wenn man Wasser mit hat oder halt einfach an irgendeiner Quelle ist, einfach Wasser auffüllen, diesen Pad da rein und schon. Und der geht lange, ne? Der geht lange, haben wir ja. ja letztens schon gesehen gehabt bei unserer Tour. Der ging richtig, richtig lange. Ja. Also ich glaube, den könntest du locker 2-mal benutzen für die gleiche Menge Wasser. Ja, ich finde es aber so schon cool, dass du einfach 2 Gerichte da reinpacken kannst im Prinzip, ne? Voll gut, ehrlich. Das ist Vor einfach allem, ideal halt gerade jetzt wie hier, ne? Wo man es einfach nicht machen Genau. darf. Man darf ja hier kein Feuer machen, oder auch in Naturschutzgebiet. in Ne? der sächsischen Schweiz darfst du es ja auch nicht machen, Genau. hatten wir auch das Problem, ne? Ja. Das ist ein richtiger Gamechanger, ehrlich. Ich würde sagen, also sächsische Schweiz geht auf jeden Fall klar Ja. dieses Jahr. Machen wir auf jeden Fall. Boah, riechst du das? Jo, das riecht sehr lecker. Boah, ist richtig lecker. Gut, dann würde ich sagen, guten Appetit. Mahlzeit. Der Beutel ist leer. Boah, es war echt richtig, richtig lecker. Ja. Und jetzt wird es Zeit für den Nachtisch. Ja, der auch sehr lecker ist. Haben wir schon mal probiert, ne? Oh, jetzt aber doch wärmer. Yummy, yummy, yummy. Sieht echt komisch aus, aber es schmeckt super lecker. Schön zimtig. So, und? Was sagst du? Brotpudding mit Äpfel und Zimt schmeckt so ein bisschen wie auf dem Weihnachtsmarkt Bratapfel. Findest du? Ja, finde ich schon. Er schmeckt so ein bisschen wie so wie Pfannkuchen mit Zimt und Apfel. Ist ja auch so ähnlich, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich finde, sobald irgendwo Zimt dran ist, schmeckt das eh immer. Ich finde, es schmeckt So so nach wie Pfannkuchen. Bratapfel gerade. Aber hier von der Konsistenz her sieht man es auch. Also sieht vielleicht jetzt nicht unbedingt lecker aus, aber es ist Es wirklich schmeckt lecker. echt sehr lecker, ja. Willst du auch noch? Nee, ist mal ruhig. Ist schon okay. Okay. Wer nicht will, der hat schon, ne? Ja, das super Praktische. Wir haben jetzt einfach unseren ganzen Müll hier reingemacht. Das können wir dann einfach wieder zumachen. Den Und das Zipperverschluss. Besteck. Genau. Und zu Hause den Müll entsorgen und die Löffel waschen. Genau. Ja, ich würde sagen, an der Stelle werden wir dann auch unser Video beenden. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie euch das Format gefallen hat. Lasst gerne einen Like da und schaut euch gerne eins der noch vorgeschlagenen Videos hier an. Und dann sehen wir uns bald wieder und bis dahin. Ciao, ciao.